Hallo Leute, heute sollen wir diese Gleichung stark wie möglich vereinfachen. Um das jetzt zu machen, sehe ich jetzt mal, dass mein Wurzel von 64 da ist und das beträgt natürlich 8. Also ich kann das hier direkt reinschreiben. Dann habe ich minus die Wurzel von 32. Um das hier vereinfachen zu können, muss ich die Zahl 32 mit dem Primfaktor zerlegen. Damit erhalte ich 32 durch 2 ist 16. Durch 2 ist 8, durch 2 ist 4, durch 2 ist 2, durch 2 ist 1 und dann kann ich durch 1 teilen, dann ergibt es immer 1. Deswegen ist die Zahl 32 als Potenzzahl gleich Wurzel von 2 hoch 5. Also 2, 1, 2, 3, 4 und die 5. Deswegen 2 hoch 5. Und dann habe ich mein 1. Die Wurzel von 2 hoch 5 könnte ich nochmal anders schreiben, indem ich die Methode der Potenz verwende, weil ich weiß, dass Wurzel von 2 hoch 5 ist genau gleich Wurzel von 2 hoch 3 minus 2 hoch 2. Weil ich weiß, dass Wurzel von a mal b ist gleich Wurzel von a mal Wurzel von b, kann ich dann sagen, das ist Wurzel von 2 hoch 3 mal Wurzel von 2 hoch 2. Das ergibt dann 2 an der Stelle, Wurzel von 2 hoch 3. Dann kann ich das nochmal schreiben. Das ist dann Wurzel von 2, Wurzel von 2 hoch 3. Plus 1 kann ich da schreiben. Das 8 könnte ich nochmal als Potenzzahl auch da reinschreiben. Und wenn man jetzt diese Primfaktorzerlegung sieht, dann gibt es schon ein 8 und 8 besteht aus 2 oder ist gleich 2 hoch 3. Deswegen 2 hoch 3. Das Ganze in Wurzel. Wenn ich mir diese Gleichung anschaue, dann sieht es für mich, als hätten wir da drin irgendeine binomische Formel. Deswegen versuche ich jetzt rauszukriegen, welche binomische Formel da drin vorhanden ist. Dann habe ich 2 hoch 3. Ich könnte hier die Wurzel ranziehen und nochmal das Quadrat. Dann 2 nochmal die Wurzel von 2 hoch 3. Und dann mache ich mal Wurzel von 1. Natürlich, ja, Wurzel von 1. Und diese Wurzel von 1 versuche ich nochmal jetzt zu quadriert. Und das ergibt sowieso eine 1. Ne? Also, das ist sowieso Wurzel von 1 gleich 1, deswegen bleibt es gleich. Ne? Das heißt, die beiden Gleichungen hier sehen ähnlich aus. Und wenn ich das jetzt sehe, das sieht genauso wie a zum Quadrat minus 2 mal a mal b und plus mein b zum Quadrat. Und das ist genau gleich a minus b zum Quadrat, der binomische Formel. Somit kann ich dann sagen, dass diese Gleichung hier oben sich auch schreiben lässt als Wurzel von 2 hoch 3 minus die Wurzel von 1. Das Ganze zum Quadrat. Also ich schreibe das auch hier auf diese Seite. 2 hoch 3 minus Wurzel von 2 zum Quadrat und das Ganze in Wurzel. Wurzel von 1. Genau. Die Wurzeln des Quadrat könnte ich wegstreichen. Genau, weil man nicht weiß, welche Zahl in dem Klammer drin steht, bekommen wir ja einen Betrag. Genau. Aber klar ist, dass Wurzel von 2 hoch 3 immer größer wird als Wurzel von 1. Deswegen ergibt sich sowieso immer eine Positivzahl und deswegen ist das hier quasi gleich 2 hoch 3 minus Wurzel von 1. Natürlich Wurzel von 2 hoch 3 könnte noch anders geschrieben werden als 2 Wurzel von 2 und die Wurzel 1 ist genau gleich 1. Dann wäre das hier unsere vereinfachte Form. Schreibt mir noch weitere Lösungsvorgänge in den Kommentaren. Danke fürs Zuhören.